Grüß euch alle miteinander und herzlich willkommen zur Weltpremiere unseres neuen Flair hier im Scalaria am wunderschönen Wolfgangsee. Wie ihr ja inzwischen schon wisst, wenn wir am Wolfgangsee was Neues vorstellen, dann haben wir was ziemlich Cooles im Gepäck und genau das haben wir jetzt auch wieder dabei. Wir haben jetzt 2 Jahre lang an unserem Flair entwickelt, der an sich schon ein ganz tolles Auto ist, aber ich kann euch jetzt schon so viel versprechen, der neue Flair haben wir an vielen Dingen noch verbessert und wir haben im Innenraum wirklich was ganz Neues geschaffen. Ich möchte fast sagen, wir brechen auch hier wieder ein bisschen die Regeln in unserer Branche und ich freue mich jetzt total drauf, dass ich euch dieses wunderschöne Fahrzeug jetzt vorstellen darf. Was haben wir von außen gemacht? Von außen seht ihr auf den ersten Blick, ist ja gar keine so große Änderung, aber warum auch? Es ist nach wie vor ein wunderschönes Auto. Wahrscheinlich das Schönste in der Branche, für mich sowieso. Natürlich, Geschmäcker sind verschieden. Aber wir haben uns nochmal einen draufgelegt. Und ihr seht jetzt hier diese schöne Signatur, die haben wir vom iSmooth übernommen. Und das macht das Fahrzeug einfach nochmal automotiver, nochmal ein bisschen aggressiver und wertet den Flair nochmal ein bisschen auf. Was für uns immer auch ganz wichtig ist beim Liner, im Liner-Bereich neigt man ja eher dazu, dass man große, globige Autos baut. Die sind auch 9,20 Meter, 9,30 Meter lang. Da ist für uns wichtig, wir wollen einfach eine schöne Linienführung haben. Wir wollen nicht so globig werden, automotiv bleiben. Und da haben wir immer schon großen Wert drauf gelegt, hier mit diesen Busklappen, dass man hier so wenig wie möglich, ich sage mal, Klappen oder Löcher in die Wand reinschneidet. Und das gelingt keinen so gut wie uns. Es schaut einfach wunderschön aus. Und jetzt nehme ich einmal ein bisschen mit, was wir alles Funktionalitäten haben hier beim Flair. Kommt einfach mal auf die Reise mit. Wäre beinahe umgefallen. Beginnen wir hier. Hier haben wir schon die erste Neuigkeit bei unserem Flair. Wer Liner fährt, weiß, dass der AdBlue-Tank immer auf der Beifahrerseite ist, immer schwer zu betanken, schwer zu finden. Und da haben wir uns wirklich jetzt gesagt, der Aufwand lohnt sich, dass wir den Stutzen hier rüberholen. Und jetzt ist der AdBlue-Tank genau neben Diesel-Einfüllstutzen wie bei einem PKW sehr bequem. Das ist Standard. Ja, hier haben wir Abwasser, Frischwasser, natürlich große Hähne. Was es jetzt neu gibt, ist jetzt so eine UV-Wasser-Aufbereitungsanlage, die man dazwischen schalten kann. Aber jetzt nichts Besonderes, kennt man, ist Standard. Dann hier haben wir im Vergleich zum alten Flair jetzt den Tank vergrößern können. Der ist für die Festtanktoilette. Den haben wir jetzt von 120 Liter auf 200 Liter vergrößert. Und hier unten seht ihr dann den Gastank. Normal, Standard würde ich ja wieder sagen. Dann kommen wir zu unserer Heckgarage. Ja, ihr seht, schöne große Heckgarage. Man kriegt einen großen Roller rein, kann dann auch Motorräder mitnehmen. Und wir haben jetzt hier auch wieder ganz neu geordnet. Wir haben hier die komplette Technikzentrale. Da war uns einfach wichtig, ja, dass ein guter Zugang ist. Dass man, wenn einmal was nicht funktioniert, dass man da gut ran kann. Wir haben inzwischen eine Lithium-Batterie serienmäßig an Bord. Und ihr könnt hier sogar auf 6 x 100 Ah Lithium-Batterien erhöhen. Das noch ich sage mal, in Verbindung da mit Solaranlage, da seid ihr ja fast ewig autark. Ja, das haben wir hier sehr schön alles untergebracht. Wichtig an der Stelle ist, wir haben hier nur einen Prototypen und wir haben dann, wo wir auf die Waage gefahren haben, festgestellt, dass wir zu einlastig sind. Das heißt, zur Serie werden wir jetzt die Batterien nur nach drüben schieben, sodass wir dann wirklich einen schönen Ausgleich haben. Ja, nur so ein kleiner Hinweis. Dann kommen wir zum Heck. Was ja schon immer das Schönste war, sehr schlicht. Und das haben wir jetzt noch mal ein bisschen schöner gemacht. Wir haben hier eine eigene Leuchte entwickeln lassen mit einer durchgehenden Signatur und das schaut einfach bombig aus. Ja, also das macht das Heck noch schöner, noch attraktiver. Was ihr kennt in allen unseren Fahrzeugen, hier schön die Kamera wieder versteckt, ja, macht wirklich einen tollen Eindruck. Dann kommen wir hier rüber, nochmal ein Blick durch die Heckgarage. Dann hier haben wir ein zusätzliches Staufach geschaffen und das ist natürlich auch super schön. Das kann man hier so ausfahren. Man hat hier Behälter, den nimmt man raus, kann man einladen, dann stellt man es wieder rein. Also ich finde, dass das einfach sehr nicht nur schön ist, sondern halt total praktisch. Also man muss da jetzt nicht irgendwie reinkraxeln oder so, sondern man hat hier diese wunderbaren Behälter. Und wenn wir hier weitergehen, haben wir noch ein Fach für den Stauraum. Ja, was kann man da reinstellen?
Ich würde wahrscheinlich einen Kasten Weißbier hier mitnehmen, der darf nicht fehlen im Urlaub. Und ja, aber nochmal ein Fach. Und dann haben wir hier die Tür. Hier auch wichtig für uns, die Tür kann ich bisher aufmachen, damit ich schön reingehen kann. Und jetzt kommt der Gag. Wenn ich hier natürlich die Klappe aufmache, geht die Tür sauber wie von magischer Hand zurück. Ja, das ist natürlich super, weil dadurch konnten wir jetzt auch einen sehr, sehr großen Stauraum wieder gewinnen. Ich kann euch das nochmal hier zeigen. Ihr fahrt hier aus mit den Behältern. Klar, kann man wieder rausnehmen, reinnehmen. Und wenn ich die Tür natürlich jetzt ein bisschen rüber gemacht hätte, wäre das kleiner geworden, nicht so groß. Oder wie alle anderen, die lassen die Tür so, dann kommen wir nicht so gut rein. Und wenn ich hier die Klappe wieder zumache, ja, dann geht meine Tür wie von Geisterhand wieder auf. Wir haben hier einen Sensor versteckt, wir haben uns das Ganze ja patentieren lassen. Finde ich wieder eine ganz tolle Lösung. Also sind Details, aber die Details, die machen es ja aus. Und ja, vielleicht hätte ich jetzt fast vergessen, wir haben jetzt auch hier Echtglasfenster. Auch das wertet das Fahrzeug natürlich auf. Ich bin jetzt ein bisschen klein, gell? Also, aber man kann das fühlen und das ist ein ganz tolles Material wieder. Und wie gesagt, das wertet auf und das gehört in den Liner einfach rein. Okay, ich glaube, außen hat schon sehr verheißungsvoll begonnen. Ja, wir haben hier viele Funktionalitäten untergebracht. Und jetzt zeige ich aber das Fahrzeug von drinnen. Und da ist eigentlich nichts mehr so, wie es früher mal war. Ich freue mich jetzt total drauf. Kommt mit. So. Herzlich willkommen in unserem neuen Flair. Und jetzt sage ich erst einmal gar nichts, sondern lasst das Auto einfach mal auf euch wirken. Da haben wir, oder? Ein wunderschönes Wohnmobil. Also ich sage ja immer wieder, wenn ich hier reinkomme, das hat eigentlich mit Wohnmobil nichts mehr zu tun und es gibt nichts Vergleichbares. Das Fahrzeug ist aber nicht nur wunderschön, sondern wir haben uns da viele Gedanken gemacht, auch immer wieder kleine Clues versteckt und die will ich euch jetzt zeigen. Beginnen wir hier schon einmal. In dem Frontbereich ist ja normalerweise so, wenn ihr heute kein Hubbett habt, dann wäre hier so ein U-Deckenschrank gebaut, weil der Fernseher normal hier untergebracht ist. Wir haben den Fernseher hier untergebracht, den kann man hier, kann ich euch zeigen, den kann man ausfahren, ja, und dann auch wieder einfahren. Kann hier super Fernsehen und hier haben wir trotz alledem also viel Stauraum. Das heißt, ihr verliert hier nichts, aber ihr habt natürlich ein Raumgefühl, gigantisch. Ja. Er meint, ihr seid hier in einem 15 Meter Auto. Und was auch sehr schön ist, was man eigentlich nur von zu Hause kennt, ihr habt hier eine schöne Wand und die könnt ihr jetzt bespielen, wie ihr wollt. Also wir haben in unserem Angebot so eine schöne Weltkarte, magnetisch, aber hier kann man auch Bilder mit aufhängen oder was man will. Und ihr seht, wir arbeiten ja hier wieder mit unserem schönen, hochwertigen Filz. Also ein Raumgefühl sensationell. Und natürlich, habe ich ja schon gesagt, wer jetzt hier keine Deckenschränke haben will, für den gibt es hier natürlich auch ein Hubbett, schön integriert, einfach sehr schön gelöst. So, dann kommen wir zu unserem Cockpit. Hier könnten wir natürlich das auch selbst umbauen, aber das wollen wir nicht. Ja. Wir haben uns entschieden, wir bleiben beim Original, weil das ist crasherprobt. Es ist ganz einfach von der Fahrergonomie einfach viel besser, viel automotiver und es hat einen ganz wesentlichen Vorteil. Wir haben ja ein Airbag und ein Beifahrer-Airbag integriert. Ich weiß, hier gibt es immer die Diskussion, braucht man das in einem Wohnmobil so hoch und man fährt da nicht schnell. Aber ganz ehrlich, dann könnte man auch die Diskussion führen, braucht man das in einem LKW? Ich hoffe, dass man es nie braucht, ja? Aber wenn man es einmal braucht, wir haben es. Dann will ich mit euch weitergehen. Hier, wie ich finde, wirklich eine ganz schöne Geschichte. Die haben wir auch aus dem Eismove übernommen. Man kann ja hier den Tisch so verschieben. Ja, und jetzt kann man, wenn man abends zusammensitzt, ja, mit der Frau, man kann hier schön die Füße hochlegen, Fernsehen schauen, kann hier seine Getränke abstellen. Und dadurch sind wir jetzt auch die Einzigen, wo der Fahrer praktisch hier aufstehen kann und durchgehen kann. Wenn er mal auf Toilette muss oder wenn er sich ein Bierchen wieder selber holen will, dann geht er hier einfach durch und muss nicht immer über den Beifahrer drüber steigen. Also ich finde,
das ist so eine Kleinigkeit, aber sehr, sehr schön gelöste Kleinigkeit. Wenn wir hier wieder den Tisch rüberschieben, ja, dann kann man natürlich auch so schön durchgehen. Hier unter der Sitzbank kann man hier schön die Schublade versteckt jetzt. Also man muss nicht mehr hochklappen, sondern man kann das hier schön ausfahren. Und so denke ich, haben wir da wirklich das Ganze wieder sehr, sehr schön gelöst. Zum nächsten komme ich hier auf der Fahrerseite. Ihr wisst ja, normalerweise, wenn ihr euch jetzt ein Wohnmobil kauft oder einen Liner, müsst ihr euch entscheiden, entweder wollt ihr die L-Sitzbank oder Face-to-Face. Und wenn ihr euch entschieden habt, dann habt ihr das auch. Entweder L oder Face-to-Face. Bei uns seid ihr eben nicht festgelegt. Wir haben hier wieder unser Patent untergebracht vom iSmooth. Man muss hier nur das Teil ausziehen, dann dreht man die Bank rüber, dann hat man Fahrposition, wenn man die Ankerless mitnimmt zum Beispiel. Und wenn man wieder ankommt, dreht man zurück und schiebt es rein. Und das geht innerhalb einer Minute, ist wirklich, wirklich toll und man bleibt halt flexibel. So, die Küche, das ist wirklich also ja, ein Prunkstück, wo wir hier auch geschaffen haben, weil man hat natürlich unglaublich viel Platz. Wir haben überall Platz versteckt. Wir haben hier die Kaffeemaschine. Wir haben hier hinten nochmal einen Platz, wo man was verstecken kann. Wir haben hier ganz neu einen Dunstabzug, der hier ausfährt. Und der Clou an der Küche ist, dass ihr euch die jetzt zusammenstellen könnt, wie ihr wollt, ja, nach euren Bedürfnissen. Keiner ist ja irgendwie gleich. Und jetzt könnt ihr die wählen mit Backofen. Vielleicht sagt ihr, ja, wir wollen einen Geschirrspüler auch noch dazu haben. Oder ihr sagt, nö, das braucht man beides eigentlich nicht. Dann hat man hier unglaublich viele Schubladen, Stauraum. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier sogar die Kompressorkühlschublade aus dem iSmooth haben. Die ist bewährt, ja, wir wissen, die funktioniert super. Und der Clou ist dann natürlich, dass der Kühlschrank, der jetzt hier drin ist, rausfällt und ihr zusätzlichen Schrankwand bekommt. Und damit eine Gesamtverbindung und so einen großen Schrank, wie ihr den eigentlich nirgends findet, in keinem Wohnmobil. Und das ist natürlich toll. Ihr könnt natürlich auch, keine Ahnung, wenn einer sagt, ich will 2 Kühlschränke haben, könnt ihr den natürlich auch für euch behalten. Und hier in diesem Mittelbereich, das finde ich so genial an dem neuen Flair, da kann man wirklich so auf die Individualitäten eingehen. Wie gesagt, der eine will seine Küche so haben, braucht 2 Kühlschränke oder er braucht nur einen. Er will eine große Schrankwand haben, wo er viel Platz mitnehmen kann. Das könnt ihr wählen und das macht unseren Flair hier in dem Bereich so einzigartig. Ja, lasst mir mit euch weiter hintergehen. Und hier kommen wir praktisch in unseren Duschbereich. Ja. Und ihr seht hier, wir haben hier eine riesen Dusche und was hier auch besonders ist, hier gibt es kein GFK mehr. Wir haben hier unten einen sehr schönen Mineralstoff und dann gehen wir hier rein. Die Dusche ist riesengroß. Ja, ich bin jetzt nicht der Größte, aber wir haben hier viel größere drin stehen lassen. Man kann hier einen Duschschlauch rausholen. Oder wir haben hier eine wunderschöne Regendusche. Da kann man es richtig duschen lassen, sage ich einmal. Das Schöne ist, wir haben hier eine Schiebetür, können hier rüberfahren, dann ist die Dusche zu und dann haben wir hier die Toilette versteckt. Wichtig, ja, man kann jetzt nicht auf Toilette gehen und die Tür zumachen, das war aber jetzt auch gar nicht so wichtig für uns. Wichtig war hier, dass man einen schönen großen Bereich bekommt und auch schön ins Bett einsteigen kann. Aber wenn man mit seinem Geschäft halt fertig ist, dann kann man hier die Tür wieder zumachen, die Toilette verschwindet und ganz ehrlich, wer will denn den ganzen Tag die Toilette sehen? Genau. Dann kommen wir hier weiter. Hier haben wir den Waschtisch, auch wieder Schubladen, also Schubladen, Stauraum habt ihr hier drin. Ach, ich weiß gar nicht wie viel. Und hier kann man wählen zum Beispiel, das ist ein Designerbecken, italienischer Designer. Namen habe ich jetzt 5-mal mir aufgeschrieben und wieder vergessen. Könnt ihr aber dann auf der Internetseite nachschauen. Aber es schaut einfach bombig aus. Und ja, was ich dann auch noch dazu sagen will, wir sind jetzt hier im Prototypen hier drin. Das Ganze wird dann nochmal ein bisschen höher in der Serie, damit es dann auch nochmal besser funktional ist. So, und jetzt komme ich zu was Schönen. Da freue ich mich immer wieder total. Ihr seht ja hier die Wand. Normal baut man hier Holzwände her. Wir haben eine Glaswand. Und jetzt gehe ich hierher, drücke drauf und voilà. Das ist cool, oder? Da habe ich echt einen riesen Spaß dran, weil dadurch wird das Fahrzeug
nochmal größer. Ja. Also ihr seht da hier in dem Flair, ich meine, da haben wir ja schon viel Platz, haben wir wieder großen Wert drauf gelegt, dass wir einfach die Räume nochmal vergrößern, nochmal durch Tricks und so weiter, ja, nochmal weitermachen. Dann kommen wir noch zu unserem Bett. Und hier auch im Vergleich zum alten Flair, hier sind wir wesentlich breiter geworden und man kann hier reingehen. Ja, und jetzt kann man auch abends, jeder kann vorbeigehen, man macht seinen Partner nicht wach. Und der Einstieg ist auch sehr niedrig. Wir haben natürlich auch hier wieder Schubladen. Ihr seht ja, überall haben wir Schubladen, wo man was unterbringen kann. Und wir haben jetzt im Vergleich zum alten Flair, haben wir das Bett nochmal abgesenkt und dadurch haben wir hier hinten auch nochmal größere Stauräume, wo ihr noch mal mehr unterbringen könnt. Also ihr seht schon, überall Stauraum, Stauraum. Das Fahrzeug ist eben nicht nur schön, oft hat man ja dann ein schönes Fahrzeug, vergisst aber die Funktion. Also ich glaube, wir haben hier so viel Stauraum und Funktionen untergebracht. Also ich finde es toll. Und damit sind wir fast am Ende. Ich glaube, ich habe euch jetzt viel gezeigt in dem Fahrzeug, wie funktional wir sind, wie schön das Fahrzeug ist. Das könnt ihr euch auch selber nochmal anschauen, wo ich noch gar nicht wirklich drauf eingegangen bin. Aber das ist wirklich, sollte man nochmal rausstellen, wir haben ja wirklich wieder überall nur die besten Materialien verwendet. Echtholzfurnier. Wie gesagt, hier haben wir Designer-Waschbecken, wir haben Glastüren hier drin angebracht. Ja, wenn ihr hier vorgeht, haben wir wieder echten Stein. Die Schiebetür, ne? Auch eine Glastür. Haben wir uns nicht lumpen lassen. Macht natürlich den Raum mal wunderschön, ja, wenn man hier mal abtrennen will. Und wenn ihr mich aber fragt, also wie gesagt, das Auto steckt ja voller schöner Details und Clous. Mein Lieblingsstück, muss ich immer wieder sagen, mein Lieblingsstück ist diese Schrankwand. Und ich kann euch auch erklären, warum. Weil normalerweise hört hier der Block auf, ja, der Wohnraum ist vorbei. Und dadurch, dass wir diese Schrankwand jetzt hier haben, verlängert sich ja dieser Wohnraum viel weiter nach hinten. Also wieder so ein Trick, das Fahrzeug so groß zu machen. Und wenn man dann da hinten sitzt, und mein Platz ist ja immer der Fahrerplatz, ja, dann siehst du dir immer wieder diese schöne Schrankwand an, siehst nach hinten durch und denkst dir, was für ein wunderschönes Fahrzeug. Ja, in diesem Sinne ist für euch natürlich jetzt noch wichtig, wo ihr euch informieren könnt. Ab sofort sind unsere Internetseiten hochgeladen. Ihr könnt euch einen Katalog downloaden, unser Konfigurator, könnt ihr euch das Fahrzeug zusammenstellen. Ihr seht dann auch, wie die Küchen aussehen, egal was ihr wählt. Wann ihr das Fahrzeug in live sehen könnt, ja, wann das beim Händler steht, da will ich ganz ehrlich mit euch sein. Ich kann es euch momentan nicht seriös sagen. Ja. Also der ist momentan geplant für September, aber wir haben erst vorgestern wieder erfahren, dass jetzt eine Produktion, die wo wir jetzt Ende Juli machen wollten, 2 Wochen zuvor wirst du informiert, nein, die Chassis kommen nicht, die Fahrzeuge kommen nicht. Also haben wir wieder nach hinten verschieben müssen. Ich kann es euch nicht seriös sagen. Also mir tut es wirklich momentan auch im Herzen weh. Ich habe sowas auch noch nie erlebt. Ja. Es ist noch viel schlimmer auch für die Kunden, die Fahrzeuge jetzt bestellt haben, auf ihre Autos warten. Also wir tun wirklich alles. Geplant ist, dass die neuen Flairs September, Ende September, Anfang Oktober bei den Händlern stehen. Ansonsten könnt ihr den auf jeden Fall in live vom Caravan Salon sehen. Da sind wir dieses Jahr wieder vertreten. Da stehen dann 2 Fahrzeuge. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Ihr seid genauso begeistert von dem neuen Auto. Und ich lade euch ein, den Flair anzusehen, egal wo, bei den Händlern, bei uns im Polch, auf der Messe. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. In diesem Sinne sage ich pfiat euch, Servus und auf Wiedersehen.